1,5 Kilohertz hat er schön reduziert. So, die Frage ist jetzt, kann man das nicht auch mit einem normalen EQ machen? Oder mit einem, wenn man SUS 2 hat, SUS 2 zum Beispiel. Und das testen wir jetzt einfach mal. Ja, ein herzliches Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute M-Clarity an, ein Plugin, das so ähnlich wie SUS 2 sein soll. Bedeutet, wenn dein Mix oder dein Signal, deine 808, deine Kickdrum zu raumlastig ist, zu viele Störresonanzen hat, ist dieses Plugin in der Lage, das Ganze zu säubern. Ob sich ein Kauf überhaupt lohnt, das schauen wir uns jetzt mal an, also bis gleich, dranbleiben. So sieht das gute Stück aus, sehr übersichtlich. Wir fangen direkt oben an, hier ist der An- und Ausknopf, dann kann man sich hier einen AB-Vergleich anhören. So, links haben wir Attack, rechts Release, sollte klar sein. Jetzt kommen wir zu den drei wichtigsten Regler und das wäre die Suppression, die Intensität und der Fokus. Kurz erklärt, Suppression passt an, wie stark die Zielfrequenzkomponenten reduziert werden sollen, um die allgemeine Klangbalance und die Klarheit des Audiosignals zu verbessern. Dann haben wir die Intensität, steuert die Skala der Resonanzen, auf die das Plugin abzielt. Ne? Also bei niedriger Intensität unterdrückt es feine Spectral Peaks, also Spektralspitzen, ohne die Gesamtkontur zu beeinträchtigen, während es bei hoher Intensität nach größeren, breitbandigeren Resonanzen sucht. Dann haben wir hier nochmal den Fokus. Bei höheren Einstellungen werden nur die stärksten Resonanzen beeinflusst. So, hier auf der Homepage kann man sich das Ganze nochmal im Detail anschauen. Wie man sehen kann, ist hier alles schön beschriftet. Man kann sich hier auch noch ein paar Beispiele anhören. Ne? Einmal mit dem Clarity und einmal ohne. Und ja, wie gesagt, $129 soll das schöne Schmuckstück kosten. Okay, wir fangen direkt mal an und testen das Ganze mal bei einer Kick. Bei den drei Strichen können wir uns auch Presets auswählen. Zu einer Kick passt natürlich ein Kick-Preset. Better Kicks würde ich jetzt mal nehmen. Oder gibt es hier noch was anderes? Low-End Cleaner könnte man auch nehmen. Ja, ich probiere es mal mit dem Better Kicks. So. Also meiner Meinung nach jetzt kein Zauberwerk, aber wir schauen mal weiter. Ich hole mal eine Snare dazu und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. So, dafür suchen wir uns hier auch ein Preset raus, wenn der hier überhaupt was für eine Snare hat. Ach da, guck mal, Snare Softener. Clear Snare, nehmen wir mal Clear Snare. Schalte ich wieder aus und los geht's. Der hat jetzt hier einen eine ziemlich schmale Range. Ich würde das Ganze jetzt mal bis 100 Hertz runterziehen und hier oben bis, sagen wir mal, 2 Kilohertz. So, mal schauen. Also sehr minimal, ich konnte da jetzt nicht viel raushören, deshalb schauen wir uns das Ganze mal bei einer 808 an. So, 808 ist da, dann nehmen wir mal, ich habe gerade so ein Preset gesehen, Clear, hier Bass Cleaner. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Erstmal auf Off. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil er macht in dem Sinne eigentlich nichts anderes als die Range, die man eingestellt hat, zu reduzieren. Ich wollte unbedingt wissen, ob dieses Plugin jetzt irgendeine Art von Mehrwert bietet. So, jetzt habe ich mir einen alten Beat von mir rausgesucht. Boah, der ist, glaube ich, wann habe ich den gemacht? 2019 oder so. Und der hat halt ziemlich viel Raum. Ich habe diesen Beat damals in einer sehr ungünstigen Umgebung gemischt. Damals hatte ich noch die Yamaha Boxen HS8 und der Raum war komplett kahl, also da war irgendwie nichts gedämmt oder so. Und dementsprechend hört sich der Mix auch an. So, wir hören da jetzt mal ohne Clarity rein und dann werdet ihr schon merken, was daran verkehrt ist.
ohne groß drum rumzureden, er hat die Räumlichkeit entzogen. Das bedeutet, der Bereich, den ich hier eingestellt habe, 235 Hertz bis 1,5 Kilohertz, hat er schön reduziert. So, die Frage ist jetzt, kann man das nicht auch mit einem normalen EQ machen? Oder mit einem, wenn man SUS 2 hat, SUS 2 zum Beispiel. Und das testen wir jetzt einfach mal. So, der ist jetzt an. Die Einstellungen, da habe ich lange dran gefeilt, dass die wirklich, ich habe versucht, das Beste aus diesem Plugin rauszuholen. Und dasselbe habe ich auch mit SUS 2 gemacht. Ich würde mal sagen, wir vergleichen das Ganze jetzt mal. Wie ich es mir schon gedacht habe, SUS 2 hat meiner Meinung nach viel klarer gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Preis liegt oder so, aber die Leute, die mit SUS 2 arbeiten, kennen das Ganze. Ich habe hier auch den harten Modus eingestellt, denn der Softe, der hat mir da ein bisschen zu wenig in dem Raumbereich gearbeitet. Also wer SUS 2 hat, braucht Clarity zum Beispiel nicht. Jetzt gehen wir weiter und gucken, ob wir das Ganze mit einem stinknormalen EQ hinbekommen. Und das Ergebnis kann für sich sprechen, aber macht euch ein eigenes Bild. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit Plugins wie SUS 2 oder so arbeitet, dass sich das Ganze nicht so platt runtergedrückt anhört, sondern es wird in dynamischen Bewegungen ausbalanciert. Nichtsdestotrotz konnte man mit dem EQ von Neutron, also ist jetzt vollkommen egal, welchen EQ ihr nehmt, aber man kann mit einem EQ trotzdem seinen Mix aufräumen. Und einige machen Sinn, einige sind wiederum für mich Geldmacherei. Und wie man sehen kann, stelle ich hier nicht nur Plugins vor, die ich ja, in den Himmel lobe, weil die ja ach so toll sind. Nein, es gibt natürlich auch Plugins, die mir keinen Mehrwert bieten. Und das hier ist ein perfektes Beispiel. Deshalb mein Fazit des Ganzen. Wer SUS 2 hat, nö, auf keinen Fall. Ich finde $129 für dieses Plugin auch ein bisschen zu viel. Man hätte ruhig wie das Rezo-Plugin auf $60 runtergehen können. Aber ja, probiert es am besten selber aus. Ihr habt 14 Tage Demo-Zeit und macht euch ein eigenes Bild. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen dieses Plugin ja. Wer weiß. Aber wie gesagt, immer selbst ausprobieren. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Vergiss diesen Kanal nicht zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn du noch ein paar mehr KI-Plugins sehen möchtest, dann kann ich dir die von Sonable empfehlen. Dort verlinke ich dir oben einen Link. Da kannst du draufklicken, dir das Ganze anschauen. Und wer weiß, vielleicht sind ja einige Plugins von Sonable auch was für dich. Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wie immer. Bis dahin, bleibt geschmeidig und tschüssikowski.